Private Altersvorsorge und welche 5 Tipps sollten Sie dabei unbedingt beachten? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Ich verrate Ihnen auch später dann aus welchem Land und ein paar Impressionen wie gewohnt. Und heute ein vielleicht kein spektakuläres Thema, private Altersvorsorge, aber ein sehr wichtiges Thema. Deswegen bitte dieses Video ansehen und vor allem die Tipps beachten. Die können Ihnen sehr, sehr viel Lehrgeld hier einsparen. Also ganz wichtiges Thema. Ich weiß, damit werde ich keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen mit dem heutigen Video, aber es ist einfach wichtig. Deswegen sehen wir uns die private Altersvorsorge genauer an, dass wir hier unterscheiden können. Es gibt 3 Typen von Altersvorsorge, 3 Säulen besser gesagt. Das ist in Deutschland, Österreich, Schweiz ziemlich ähnlich. So, wir haben die gesetzliche Säule als erstes, das heißt die gesetzliche Rentenversicherung, die Beamtenversorgung, berufsständische Versorgungswerke. Wir haben die betriebliche Säule, das ist alles, was hier rüberläuft. Betriebliche Altersvorsorge gibt es unterschiedliche Durchführungswege. Das ist nicht unser heutiges Thema, sondern die private Säule, die private Altersversorgung und was wir hier tun können. Dazu sehen wir uns gleich Punkt Nummer 1 an. Und zwar anpacken statt hoffen. Und zwar beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. Damit meine ich nicht, dass Sie es zum Lebensmittelpunkt in Ihrem Leben machen sollen. Aber beschäftigen Sie sich bitte damit. Das ist einfach wichtig. Es entscheidet darüber, ob wir später bei Aldi einkaufen müssen oder dürfen oder ob wir auf Mallorca, auf unserer Lieblingsinsel leben und dort eben zum Biobauern nebenan gehen. Und finanzielle Bildung macht frei. Und ich sage Ihnen meine persönliche Meinung. Und zwar, finanzielle Freiheit schlägt private oder allgemeine Altersvorsorge. Denn diese ist nur ein Teil davon. Beschäftigen wir uns mit finanzieller Freiheit, wissen wir hier, was wir tun und können wir unser Geld wirklich managen und nicht nur halt ein bisschen Altersvorsorge machen und da einfach mal zur Bank, zur Lebensversicherung zu gehen, was fatal ist, was wir uns gleich im Folgenden auch noch weiter ansehen, sondern dass wir uns wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da ist finanzielle Bildung wichtig. Diese macht uns frei, denn dann können wir unser Leben genauso gestalten, wie wir es uns vorstellen. Und Altersvorsorge ist dann nur ein Nebenprodukt, in Anführungszeichen sogar nur ein Abfallprodukt, weil das ist alles geregelt. Denn viele Menschen glauben dann auch, oder denen Altersvorsorge besonders wichtig ist, naja, da muss ja dann Altersvorsorge sozusagen irgendwo auf dem Produkt draufstehen, die gesetzlichen Förderungswege und so weiter, und beschäftigen sich gar nicht so mit, dass es reihenweise interessanter Möglichkeiten gibt. Und es bringt uns auch gleich zu Tipp Nummer 2, und zwar Schere schlägt Papier bzw. schneidet Papier. Und das meint dieser große Unterschied zwischen Sachwerten und Geldwerten. Denn historisch war es immer so, dass durch Inflation oder Währungsreform Geldwerte wie beispielsweise Lebensversicherungen, wie Bankguthaben, wie Bausparen immer wieder wertlos wurde oder deutlich an Wert verloren hat. Im letzten Jahrhundert haben manche Generationen mehrfach in Deutschland und Österreich ihr gesamtes Geldguthaben hier verloren. Wir haben schon sogar nebenbei, und das ist noch eine andere Geschichte, auch wenn die Staaten mit dem Rücken zur Wand waren, wir haben uns schon immer wieder Enteignungen erlebt, auch sogar im Immobilienbereich kann das sogar vorkommen. Immobilien ist aber trotzdem immer noch ein Sachwert, also immer noch deutlich besser zu werten als Geldwerte. Aktuell wird sehr, sehr viel Geld gepumpt. Und wenn das wirklich mal wirksam wird, dann kann es zu einer sehr starken Inflation führen, stärker als wir es in der Vergangenheit hatten, deutlich stärker möglicherweise. Das kann sogar bis hin dazu führen, dass es den Euro möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr gibt. Wenn man sieht, dass wir den Euro noch nicht so lange haben und dieser schon massive Probleme hat, dann sollte man sich hier wirklich darüber Gedanken machen, ob man in diesem Bereich wirklich einen Großteil seines Geldes haben möchte. Und warum haben die meisten aber es trotzdem? Ganz einfach, weil Banken, Versicherungen, Politik uns das empfohlen hat. Und deswegen sollte man nicht skeptisch sein, denn in der Historie hat es langfristig noch nie funktioniert. Wenn das so tolle Geldanlagen sind, warum sind die meisten Menschen, fast alle nach wie vor immer im Hamsterrad? Also darüber sollte man mal nachdenken. Es gibt so viele Möglichkeiten. In unseren Kursen trainieren wir ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten ansetzen. Das geht hin von Edelmetallen wie Gold und Silber, kann man auch wiederum in Edelmetallen streuen. Immobilienbereich, der Aktienbereich, dann haben wir Kunst, wir haben Diamanten, dann haben wir Ackerflächen, wir haben Holz- und Forstwirtschaft, wir haben Agrikultur, wo man in Obst beispielsweise wirklich in die Produktion hier investieren kann. Man kann auch in Fremdwährungen reingehen, von stabilen Ländern, Währungen, Photovoltaik. Also es gibt unglaublich viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man wirkliche Sicherheit umsetzen kann. Und das ist dann wirklich eine wirkliche stabile, ja eine felsenfeste Altersvorsorge.
und hat eben den Effekt, dass man sich, wenn man sich damit beschäftigt, also das heißt eben nicht jeden Konsumquatsch mitzumachen, viel auf die Seite zu legen, sodass man dann wirklich hier ein freies Leben führen kann. Dann Punkt Nummer 3. Das ist jetzt ein etwas deutscher Tipp, aber auch ähnlich anwendbar für die Österreicher und für die Schweizer. Und zwar Vorsicht bei Rürup und Riester. Das sind zwei Spezialwege der Altersvorsorge in Deutschland, die man wählen kann und die steuerlich gefördert werden. Die haben aber beides Nachteile, deswegen, dass ich persönlich keine dieser beiden Formen nutze und auch definitiv nicht nutzen würde. Bei Rürup-Rente ist es so, dass jeden Euro, den man hier hineinsteckt, fest drin ist. Und das kann ich auch nicht kündigen. Also die Verträge sind unkündbar. Das sind Voraussetzungen, damit die Rürup-Förderung hier stattfindet. Und wir sehen gleich auch im nächsten Punkt, warum das auch gerade in der Verrentungsphase dann nicht sehr, sehr vorteilhaft ist, warum das sehr kritisch ist. Und dann hat man hier wirklich absolut null Flexibilität, ist auch teilweise den Anbietern komplett ausgeliefert. Manche Anbieter haben nicht einmal die Möglichkeit, dass man den Vertrag auf einen anderen Anbietern überträgt. Also hier absolut null Flexibilität, wenn das mal nicht so läuft, wie man sich das Ganze vorstellt, dann auf bessere Möglichkeiten trifft, dann hat man hier ein Problem. Also sehr, sehr starr, also wirklich sehr, sehr eingeengt. Und muss dann auch später versteuert werden. Also das heißt, die Steuervorteile, die man jetzt hat, denen steht dann eben eine komplette Besteuerung später gegenüber. Damit Thema Riester-Rente, das kann in bestimmten Konstellationen wirklich sehr, sehr interessant grundsätzlich sein. Und man hat ja auch zumindest die Möglichkeit, dass man sich im Rentenalter einen gewissen Teil dann ausbezahlen lassen kann. Jetzt aber das große Aber. Denn man kann hier zwar auch in Sachwerte hineingehen, das hat man in Punkt Nummer 2, dieses sind deutlich empfehlenswerter. Das Problem ist aber, nehmen wir mal einen Aktienfondssparplan. Die Anbieter können hier kaum in Aktien investieren, beziehungsweise tun das kaum, denn sie müssen die Beitragsgarantie, die 100% der eingezahlten Beiträge sicherstellen. So, das heißt, das machen die dann, dass die sehr, sehr viel festverzinslich investieren und weil eben so wenig Zinsen gibt, müssen sie sehr, sehr viel hier nehmen, damit sie dann auf die 100 mindestens und garantiert später kommen. Und das ist das Problem, was viele Riester-Verträge dann haben. Und das hier, auch wenn man einen Aktienfonds-Sparplan hat, eigentlich meint vielleicht sogar, man ist ja viel in Sachwerten investiert, ist man gar nicht wirklich hier in Sachwerten investiert, sondern vor allem in festverzinslichen Bereich, kaum verzinslich. Und dann hat man wieder das Problem, was wir uns ja bei Punkt Nummer 2 angesehen haben. Und das ist das Problem bei diesen beiden Vertragsformen. Also da sollte man wirklich gut überlegen und für sich prüfen, ob man hier diese Steuervorteile, ob sich die hier wirklich so rechnen, weil man auch hier, auch bei Riester zwar weniger als bei Rürup, aber auch in ein Korsett gedrückt wird. Dann Punkt Nummer 4, keine Verrentung. Vermeiden Sie klassische Verrentungen, also meint vor allem Rentenversicherungen, denn die haben sehr verschiedene oder vielschichtige Nachteile. Auch hier die mangelnde Flexibilität, also oder vor allem zwei Nachteile, sehen wir es uns mal an. Zum einen mal, Sie müssen relativ alt werden, denn die Lebensversicherer müssen eher konservativ kalkulieren, haben natürlich auch hier einen eigenen Gewinn, den sie einkalkulieren. Und wenn sie dann besonders alt werden, dann haben die eher ein Problem. Das heißt, die gehen dann von den Sterbetafeln hier relativ weit nach oben. Das heißt, Sie können mal kalkulieren, wenn Sie 100.000 Euro beispielsweise dann Guthaben dort haben, wie lange müssen Sie denn warten, bis Sie durch die normale Rente das wieder ausbezahlt bekommen? Das dauert in der Regel sehr, sehr lange. Das heißt, Sie müssen wirklich sehr, sehr alt werden. Die Sterbetafeln sind eher gegen Sie gerichtet. Und dann Punkt Nummer 2, ja, wenn man jetzt heute eine Rente erhält, ja, wie ist denn in ein paar Jahren die Inflation? Haben wir in 5 oder in 10 Jahren überhaupt noch den Euro, nachdem wir den nicht sehr lange haben und der schon mehrfach Schwierigkeiten hatte und auch schon durchaus vor dem Kollaps stand? Das heißt, haben wir den dann noch in 5 Jahren, in 10 Jahren? Welche Währung haben wir dann? Wie sieht da ein Umrechnungsschlüssel möglicherweise aus? Wenn ja die Verschuldungen gerade von den EU-Staaten weiter sehr, sehr stark nach oben gehen und ausufern und hier eben interveniert werden muss, damit das noch alles irgendwie einigermaßen funktioniert. Und deswegen muss ich sagen, gerade alleine aus diesem Grund wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig. Und nehmen wir mal an, dass wir mal auf 5 Jahre eine höhere Inflation sehen würden, wie beispielsweise 10%, dann haben wir linear dann nur noch die halbe Kaufkraft. Das heißt, beispielsweise die 500 Euro monatliche Rente jetzt noch sehr gut klingen. Wer weiß, was die überhaupt dann noch für eine Kaufkraft in 5 Jahren möglicherweise dann haben. Also hier sollte man Vorsicht walten lassen. Also deswegen, ich bin definitiv kein Fan von monatlicher Verrentung und von Rentenversicherung. Also
davon besser die Finger weg. Da gibt es bessere Möglichkeiten. Nehmen wir den Bereich Immobilien, da haben Sie einen wirklichen Wert dahinter. Das heißt, das kann man immer vermieten. Das ist ein wirklicher Sachwert und es ist eben kein Stück Papier, wo ein bisschen Zinsen dann drauf gegeben werden. So, und dann Punkt Nummer 5. Immer besser jetzt starten als irgendwann später. Also nutzen Sie diese Möglichkeiten. Dann gerade den Zinseszinseffekt, der immer, das kennen Sie sicherlich, exponentiell verläuft. So, wenn Ihnen aber jetzt diese letzten Jahre fehlen, dann sind Sie halt vielleicht eben nur noch hier. Und das ist das Problem. Und deswegen, je jünger Sie sind, desto einfacher ist es, Geldvermögen und finanzielle Freiheit aufzubauen. Dann ist man auch noch nicht so gewöhnt an diesen ganzen Konsumquatsch, denn die wirklich schön wichtigen Dinge im Leben wie Liebe, wie Freiheit, Leidenschaft, das kann man eben nur bedingt mit Geld kaufen, das kann man ein bisschen unterstützen, aber letztendlich müssen die von innen kommen. Und das bringt eben nicht viel, wenn man sich dann durch möglichst viel Konsum hier ablenkt, sondern dass man das Leben einfach hält, auf das Wesentliche fokussiert und dann eben an seiner eigenen Freiheit hier bastelt und dann dadurch aus dem Hamsterrad hinaussteigt. Und das heißt auch möglichst jetzt nicht dem Konsumwahn verfallen und es möglichst einfach und simpel halten und dann möglichst auch jetzt starten, nicht irgendwann später, wenn man sagt, ja, dann werde ich gut verdienen, ja, denn die monatlichen Kosten erfahrungsgemäß, die steigen dann genauso mit und dann ist man auf höherem Standard, aber relativ gesehen immer noch im allerselben Hamsterrad wie vorher. Deswegen immer heute, hier und jetzt starten und wenn es nur 1 Euro pro Tag ist, auf jeden Fall Geld auf die Seite legen und auch für sich selber übrigens sehr, sehr gut. Wenn man Geld auf die Seite legt, dann kommt man in eine Überflussmentalität. Denn man hat mehr Geld, als man benötigt und kommuniziert sich das jeden Tag, jeden Monat immer wieder aufs Neue. Ja, wenn Sie dieses Video gut fanden, die heutigen Tipps zum Thema private Altersvorsorge, dann liken Sie gerne dieses Video, abonnieren Sie den YouTube-Kanal. Tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler ein, damit Sie keine unserer Episode von Faszination Freiheit jeden Freitag verpassen. Ich freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Ach ja, ich bin aktuell in Bosnien-Herzegowina, habe mich Recherchen hierhin verschlagen. Jetzt sehen wir uns ein paar schöne Impressionen an hier aus Sarajevo zum Abschluss. Und schön, dass Sie heute mit dabei waren und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich lasse mir was Tolles für Sie einfallen. Bis dahin, Ihr Thorsten Wittmann.